Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Wie ihr im Titel sehen könnt, betrachten wir heute wieder die aktuelle Lage in Kuba. Gleich vorneweg, da ich hin und wieder die Frage bekomme, ich bin wieder zurück in Deutschland, aber meine Frau und ich haben natürlich weiterhin täglichen Kontakt ja, zu unseren Familien und ich verfolge verschiedene Medien weltweit. Die Informationen kommen also aus ja, persönlicher Erfahrung, persönlichen Informationen und ja, offiziellen Medienseiten. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und an Themen rund um Kuba interessiert bist, dann klicke doch jetzt auf Abonnieren. Ich danke dir. So, dann würde ich sagen, lasst uns loslegen. Starten wir mit den aktuellen Wechselkursen. Wir wissen ja, der offizielle Wechselkurs bleibt fest bei 27 Peso für einen Euro. So war es die letzten Jahre und so wird es voraussichtlich auch erstmal bleiben. Zumindest gibt es hierzu keinerlei Anzeichen, dass sich dies ändern wird. Inoffiziell liegt der aktuelle Wechselkurs bei ca. 110 Peso für 1 Euro. Die Kurse sind in den letzten Wochen relativ stabil bei ungefähr diesem Wert. Mal ein paar Peso mehr und mal ein paar Peso weniger. Zur Thematik Geldwert in Kuba habe ich ein extra Video gemacht, welches ich auch hier nochmal in der Infocard verlinken werde. Flüge nach Kuba nehmen wieder mehr Fahrt auf. Lange Zeit war es überwiegend nur Iberia und ja, Air France, die regelmäßig weiter nach Kuba geflogen sind. Zuletzt nahm Condor im Dezember wieder ihren Flugbetrieb auf und auch Air Europa, Turkish Airlines, Edelweiss Air sind Fluggesellschaften, die aktuell wieder nach Kuba fliegen. Auch preislich gesehen halten sich die Kosten in meinen Augen auf einem normalen Niveau, wie es auch vor der ja, weltweiten pandemischen Lage war. Nachdem die Inzidenz im Januar sehr stark von 4,1 auf 205,1 gestiegen ist, haben wir nun eine Inzidenz von 35,7, Tendenz weiter fallend. Die Impfquote für die Erstimpfung liegt bei 93,7% der Bevölkerung. Vollständig geimpft sind 87,2% und geboostert sind 51,8%. Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum gilt weiterhin. Und da ich tatsächlich öfter Vertiefungsfragen zu diesem Thema erhalte, ja, im öffentlichen Raum heißt tatsächlich überall außerhalb der eigenen vier Wände. Das gilt also nicht nur in Geschäften, sondern generell in Gebäuden, auch außerhalb von Gebäuden, in Parks, auf der Straße etc., in Fahrzeugen und auch im eigenen Pkw. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Ja, diese haben sich seit dem letzten Mal nicht verändert. Personen über 12 Jahren benötigen neben dem Impfnachweis außerdem noch einen negativen PCR-Test, nicht älter als 72 Stunden. Außerdem ist die Erklärung zum Gesundheitszustand abzugeben. Das erfolgt verpflichtend online über die Seite der Viajeros. Hier habe ich nochmal ein Video dazu in der Infocard verlinkt, besser gesagt. Für Reisende, die eine Zwischenlandung in Frankreich haben, gibt es auch eine kleine Info. Frankreich hat Kuba auf die grüne Liste gesetzt. Das heißt, Kuba gilt in Frankreich nicht mehr als Risikogebiet und die Einreisebestimmungen in Frankreich sind entsprechend erleichtert. Für den Transit hat das zwar keine Auswirkung, aber immer wieder liest man die Fragen in diversen Foren und Gruppen, ob man ja, für die Zwischenlandung in Frankreich einen PCR-Test benötigt, etc. Die Aussage zum jetzigen Zeitpunkt ist klar, nein. Das war aber auch schon in den letzten Monaten so. Da man sich nur im Transitbereich aufhält und das weniger als 24 Stunden, ja, benötigt man keinen PCR-Test bei der Zwischenlandung in Frankreich.
Für Deutschland ist das dann auch der Fall, da Kuba auch in Deutschland nicht mehr als Hochrisikogebiet zählt. Also, der normale Tourist benötigt für den Hinflug nach Kuba einen Impfnachweis und einen negativen PCR-Test. Für die Rückreise ist der PCR-Test nicht notwendig. Dies kann sich aber auch immer wieder ändern und ist von den jeweiligen Ländern, auch wo ihr zwischenlandet, abhängig, wie dort die Bestimmungen aussehen. Ja, informiert euch also am besten direkt bei den Fluggesellschaften oder beim Auswärtigen Amt. Kommen wir nun noch zu einem höchst unschönen Thema. Wir alle haben die Entwicklung im ja, Russland-Ukraine-Konflikt mitbekommen und vor allem die aktuellen Ereignisse. Der Kriegszustand wurde ausgerufen. Ich will mir nicht anmaßen, hierzu Prognosen anzustellen. Es ist ein fürchterlicher Zustand, der sich immer mehr zuspitzt. Und damit meine ich neben der ja, schrecklichen Tatsache von Angriffen in der Ukraine generell mögliche Entwicklungen in der Welt. Ja, auf diesem Kanal beschäftige ich mich jedoch mit Kuba. An dieser Stelle muss man sagen, dass die kubanische Regierung, und das ist die Regierung, nicht die Bevölkerung, hinter den Aktionen der russischen Regierung steht. Erst kürzlich gab es ein Treffen der beiden Regierungen, in dem sich die beiden Länder ja, verstanden haben als die den Frieden verteidigen. Ja, gut. Schon im Januar hat Russland angekündigt, Soldaten nach Kuba zu schicken. Nachdem die USA nun ihrerseits aufgrund der Angriffe in der Ukraine weitere Soldaten in Deutschland stationieren wird, könnte die Antwort darauf die Stationierung russischer Soldaten in Kuba sein. Was sich daraus ergeben könnte, erinnert stark an den Kalten Krieg. Ja, das ist nur ein mögliches Szenario und wird hoffentlich abgewendet. Aber man macht sich schon so seine Gedanken. In der Videobeschreibung habe ich euch ja auch mal ein paar Links dargelassen. Noch ein kleiner Nachtrag, wie es hier auf dem Kanal weitergehen wird. Auch im März werde ich 2 Videos jede Woche veröffentlichen. Also jeden Mittwoch und jeden Sonntag jeweils um 19 Uhr. Es kommen noch voraussichtlich 3, 4 Videos zur Vlog-Serie. Dann habe ich noch 3 Interviews, also aus Kuba, in Kuba. Und ein Fazitvideo möchte ich auch noch machen. Dann ist der Monat auch schon fast wieder rum. In Kuba und auch zuletzt am 20.02. habe ich live gestreamt. Es hat mir recht viel Spaß gemacht, mich mit euch direkt auszutauschen. Und es war auch schön zu sehen, wie ihr euch auch gegenseitig im Live-Chat geholfen habt. Am 20.02. hatte ich einen Anlass, online zu gehen, da wir uns gemeinsam einen Livestream oder eine Live-Veranstaltung über Kuba angeschaut haben. Solche Events gibt es nun leider nicht sehr häufig, aber die bisherigen Livestreams haben mir gezeigt, dass wir eine tolle kleine Community sind und dass hin und wieder ein kleiner Livestream durchaus eine schöne Abwechslung darstellt und ja, man, wie gesagt, auch direkt miteinander sprechen kann und man eine gemeinsame oder generell ein gemeinsames Erlebnis hat. Ich habe auf jeden Fall Bock und auch hin und wieder mal einen Livestream zu machen. Aber ich will auch nicht unbedingt oder einfach nur so online gehen, ohne ein Thema zu haben. Die Livestreams werden also erstmal weiterhin ungeplant, kurzfristig kommen. Gegebenenfalls gucken wir uns gemeinsam ja, neueste YouTube-Videos über Kuba an. Vielleicht gibt es auch mal wieder Online-Events oder ich habe ein aktuelles Thema, was wir gemeinsam besprechen können. Ja, oder. Ich brauche also einen Anlass. Okay. So viel erstmal dazu. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Zum Ende habe ich noch einen kleinen Service-Hinweis. Am 13. März wird die Zeit in Kuba wieder um 1 Stunde vorgestellt. In Deutschland ist es erst am 27. März der Fall.
Das heißt, in diesem zweiwöchigen Zeitraum haben wir nur 5 statt 6 Stunden Zeitunterschied. Das soll es für heute auch wieder sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Ja, hier auch nochmal der Aufruf, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Ja, dann klickt jetzt bitte auf Abonnieren, wenn euch Themen rund um Kuba interessieren. So unterstützt ihr mich und meinen Kanal und ja, ich danke euch dafür. Wir sehen uns im nächsten Video, ja, also am 2. März, in dem ich die beiden Backpacker, Robert und Peter, in Kuba interviewt habe. Schaut da auf jeden Fall rein. Also bis dahin, saludos, ciao.